Die Gasbewegung erfolgt über die Pedale. Pedalieren, wie beim Fahrrad. Schneller treten, schneller fahren, langsamer treten, langsamer fahren. Aufhören zu treten, roll ich aus. So, dann wollen wir mal schauen, wer sich gut mit Zweirädern auskennt. Was haben wir denn hier? Das ist einfach. Moment, nicht zwischenreden. Hier ist Meldung. Hier, Ja. Tobi, Das ist bitte. ein Drahtesel, wie man ihn in freier Wildbahn vorfinden würde. Genau, und auch umgangssprachlich genannt? Fahrrad. Richtig. Und dann haben wir das. So, als nächstes haben wir das hier. Ja, Ein Motorrad von der Marke BMW. sehr gut. So, und jetzt möchte ich von euch wissen, was ist das? Ein E-Fahrrad. Ja, durchaus. Fahrrad, das hat doch Pedale, oder? Ein E-Bike. Ja, das ist dann ja gut, aber ist es jetzt ein Roller, ein Motorrad oder ein Fahrrad? Ein Fahrrad. Ich glaube auch, dass ein Fahrrad ist. Weil es Pedale hat? Und kein Motor. Na, ihr kennt euch ja super aus. Es hat aber hinten Kennzeichen, also nicht diese Versicherungskennzeichen, die man so auf E-Rollern hat oder auf E-Pedelecs oder so, sondern richtig ein Kennzeichen, dann kann es kein Fahrrad sein. Na, dann müssen wir das wohl rausfinden. So, da steht sie nun, die E-Rocket. Was ist das bitte? Ein Fahrrad, ein Pedelec, ein Motorrad, ein Mofa. Also vorne erinnert sie mich schon so ein bisschen, ja, wie eine Supermoto. Hinten sieht sie aus wie ein Bobber und es ist quasi eine 125er. Hier, schaut mal, hier vorne ordentliche Bremsanlage, 300 mm. Dann hier der Alurahmen, hier unten der Zahnriemen ist nur dafür da, hier im Prinzip einen Impuls zu geben an den Motor, der hier ist. Und dann haben wir hinten einen Rahmenantrieb, auch toll. Einen Riemenantrieb. Hinten so ein paar Carbonteile, das hier mit den Kühlrippen, das ist die Steuerungseinheit, der Controller im Prinzip. Da ist die gesamte Elektronik untergebracht. Ihr habt einen Sattel, der könnte auch vom Fahrrad sein. Ihr habt hier keinen Gasgriff, ja, ihr habt Pedale, aber da kommen wir nachher zu. Wenn ihr irgendwo fahrt, alle drehen sich um. Und was ich auf jeden Fall noch testen will, ist, wie drehen sich die Leute eigentlich auf der Autobahn um? Weil ihr könnt ja damit auf der Autobahn fahren. Ja, und fahren könnt ihr die E-Rocket mit dem Führerschein A1, A2, A3 oder mit dem Pkw-Führerschein, wenn er vor April 1980 gemacht wurde. Ja, und seit Anfang 2020 kann man den E-Rocket auch fahren, wenn man 9 Fahrstunden, glaube ich, Theoriestunden macht und mindestens 5 Jahre Fahrerfahrung hat und mindestens 25 Jahre alt ist. Ja, und produziert wird der E-Rocket in Berlin, nördlich von Berlin in Hennigsdorf. Und ich habe mal den Geschäftsführer Andreas Zurweme gefragt, was das Besondere ist an der Produktionsstätte im Norden Berlins. Die Teile werden angeliefert von Zulieferern. Hier wird auch einiges selbst gemacht, zum Beispiel das Brain, Software und dergleichen. Aber vieles wird angeliefert. Man erfindet, lustiger Übergang, das Rad nicht neu, sondern man kauft natürlich Felgen, Reifen und so weiter zu. Aber die gesamte Assembly des E-Rockets findet tatsächlich in Hennigsdorf statt. Angetrieben wird der E-Rocket von einem aktiv luftgekühlten Permanent-Magnet-Synchronmotor, ja, schwieriges Wort, mit einer Spitzenleistung von 16 kW, das sind ungefähr knapp 22 PS und 5 kW Dauerleistung, also gut 6,7 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 90 km/h und das, ich sag's euch, ich werde es gleich ausprobieren und euch zeigen, ein super Gefühl auf der Autobahn andere Autos zu überholen mit dem Teil. Ja, rund 120 Kilometer, ganz klar abhängig von Wetter, Zuladung und anderen Faktoren, gibt E-Rocket als Reichweite an und die Batterie hat eine Kapazität von 6,6
Kilowattstunden. Ja, der E-Rocket ist ein absolutes Leichtgewicht. Nur 120 Kilogramm Leergewicht bringt er auf die Waage. Kommen wir zum Fahrwerk. Vorn arbeitet dort eine einstellbare Upside-Down-Gabel und hinten Öldruckstoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung. Immerhin, ja. Und bei der Bremsanlage werket vorn ein 4-Kolben-Bremssattel mit einer fetten Bremsscheibe, 300 mm, und hinten gibt es eine Scheibe mit 220 mm und einen 2-Kolben-Bremssattel. Der Preis für das Bike liegt bei 11.850 €. Ihr habt hier unten die Pedale, also keine Fußrasten, und habt hier auf der rechten Seite auch keinen Gasgriff. Nein, das Ganze geht übers Treten. Dann rechts gibt es einmal hier der Blinker, dann Kill-Off, Zündung quasi. Dann habt ihr auf der linken Seite die Hupe. Dann habt ihr Licht und den Blinker. Und das war's. Vom Cockpit her habt ihr auch relativ übersichtliche Anzeigen. Einmal hier die gefahrene Wegstrecke, die Uhrzeit, dann den Gesamtkilometerzähler, in der Mitte die Stundenkilometer, also wie schnell ihr fahrt, die Ladung bzw. wie viel Volt in der Batterie noch drin stehen, momentan 56,8 Volt, und die Empty- und Fuel-Anzeige, wie viel Saft ihr noch habt. Das ist es. Der Sattel hier ist ziemlich bequem. Dann habt ihr hier unten den Ladeanschluss, und ich habe dazu mal Andreas Zurweme gefragt, ja, warum eigentlich kein Typ 2, oder kommt das vielleicht noch? Angedacht will ich mal sagen, durchaus. Dass wir das nicht doch machen, steht außer Frage. Im Moment ist es dem geschuldet, dass wir eine riesen Nachfrage nach dem Produkt haben und es einfach auf die Straße bringen müssen und eine große Anzahl von Kunden eben sagt, da kann ich im Moment drauf verzichten. 3 Fahrmodi gibt es. Einmal normal, das stelle ich hier ein. Dann haben wir den Fahrmodi Eco und den Fahrmodi Sport. Wir fangen mal an mit Eco, mal zu gucken. Die 3 Fahrmodi unterscheiden sich hauptsächlich oder ausschließlich in der Leistungsabgabe. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt, aber sie hat dann halt im Sportmodus mehr Dampf. Also, man soll die Pedale nach oben machen und dann leicht nach unten, und dann fängt man an zu treten. Das ist ungewohnt. Wenn ich aufhöre zu treten, wird etwas rekuperiert. Und wenn ich langsam trete, hält er die Geschwindigkeit jetzt 18 bei. Blinker rechts. Na, das habe ich mich jetzt nicht getraut. Ja, ich weiß nicht, wie schnell ich hier vom Fleck komme. Das machen wir mal lieber nicht. Jetzt wieder die Pedale hoch. So, nach dem runter die Pedale und treten. Jetzt trete ich schnell. 20, 30. Okay, das ist der Eco-Modus. Jetzt muss ich nicht mehr so schnell treten. Jetzt kann ich es langsam, und er beschleunigt trotzdem. 75. Alter Schwede. So, Freunde, wir machen das jetzt gleich sofort. Ab auf die Autobahn. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei, wenn die einen so auf der Autobahn sieht, so, wie ist das hier in der Kurve? Okay. Auch vielleicht komisch guckt. So, ich ändere mal den Fahrmodus in Sport. Oh ja. So. Okay, vorsichtig in der Kurve, aber sie liegt echt super. So. Blinker setzen. Und schon sind wir auf der Autobahn und fahren mehr als 90. Und jetzt ist das Coole, ich muss gar nicht viel treten, seht ihr? Nur ein bisschen. Höre ich auf zu treten, gibt es keinen Vortrieb mehr. Dann bremst er sanft ab. So, jetzt kommt da jemand links. Auf jeden Fall geguckt. Wir überholen.
Noch ein bisschen schneller. Jawohl. Und wir überholen. In der Kurve muss man sich noch dran gewöhnen, wie viel man da treten kann, dass man nicht zu viel Vorschub bekommt und dann einen Abgang macht. So, sagen wir mal was zur Sitzhaltung. Die ist super bequem und ist natürlich anders als beim Motorrad durch den Sattel beliebig einstellbar. An das Anfahren muss man sich immer ein bisschen gewöhnen mit diesem Antreten, weil da kommt natürlich nicht gleich die volle Leistung. Ich mache das jetzt mal, indem ich ein bisschen mehr trete. Pedale hoch und dann mal schauen. Vielleicht kommt ja auch im Sportmodus ein bisschen mehr. Gucken wir mal. Ja doch, das geht. Da muss man ein bisschen weniger, dass das einem hier in der Kurve nicht wegreißt. Ja, aktuell hat die E-Rocket noch kein ABS. Das hat mich interessiert. Wie funktioniert das? Wahrscheinlich durch eine Einzelabnahme. Aber ich habe auch Andreas Surveme gefragt, ob das künftig mal geplant ist. Also ein ABS wird kommen, wobei man da auch ein bisschen, ich glaube, wir müssen so ein bisschen technologieoffener in die neue Welt hinausschauen. Da wir rekuperieren, bremsen wir auch, wenn ich als Fahrer die Vorderbremse benutze, bereits hinten integral mit. Es ist also nicht so, dass ich irgendwo so ein gefährliches Ding habe, wo, wenn ich die Bremse ein bisschen zu viel trete, alles an zu blockieren fängt oder rutscht und der Reifen von der berühmten Haftreibung in die Gleitreibung übergeht. Dem ist nicht so. Nichtsdestotrotz haben wir uns so ein bisschen dem Willen vieler Anfragen gestellt und werden im Rahmen unserer EU-Typisierung, die gerade stattfindet, ein ABS anbieten. So, und jetzt kann ich, du hast gemerkt, ich habe beschleunigt, ein bisschen schneller getreten und jetzt trete ich relativ langsam, eigentlich wirklich, guck mal hier, kaum, und er hält die Geschwindigkeit bei 80. Das Fahrwerk ist klasse, das hält ordentlich Stöße ab und sie lässt sich, wenn man sich so ein bisschen gewöhnt hat mit dem Treten, wir kennen ja halt alle das hier, nicht? Das gibt's halt nicht. Wenn man sich so ein bisschen an das Treten gewöhnt hat, dann machen auch die Kurven Spaß. Das ist ein ganz besonderes Fahrerlebnis. Habe ich so wirklich noch nie erlebt. Kommen wir mal zu den Bremsen. Die packen richtig, richtig fett zu. Immerhin vorne 300 mm, hinten 220. Die Scheiben und die Bremsen packen zu elendig. Da muss man aufpassen, eher vorsichtig dosieren. So, und hier jetzt dann im Langsamen, das ist herrlich. Also ich muss mal nochmal, man darf jetzt natürlich nicht übertreiben. Und das ist wirklich so eine Gewohnheitssache, wo man sich dann auch zurückhalten muss. Wenn man jetzt in der Kurve zu viel tritt, dann haut es einen raus. Und das ist so ein bisschen, ja, Hand-Fuß-Hirn-Koordination, was man da lernen muss. Klasse wäre hier noch irgendwann eine Funktion, wenn man eine App zum Beispiel hätte, dass man den Widerstand der Tretpedale einstellen kann. Also ich sag mal so, morgens zum Büro ganz leicht und abends schön mit einem schweren Widerstand, dass man gleich auf dem Heimweg noch einen kleinen Workout hat. Ich würde die ja gerne mal am Kudamm oder im Regierungsviertel fahren, wie den CE04 von BMW. Den Fahrbericht, den könnt ihr euch übrigens hier anschauen. Oder was da? Oder hier, auf jeden Fall da oben. Und dann mal am Kudamm, Friedrichstraße, am Reichstag, Brandenburger Tor das Ding hinstellen. Da mal fahren und die Leute mal fragen, was sie glauben, was das eigentlich ist. Und es ist kein Fahrrad, obwohl ich trete. Ja, was soll ich sagen? Der E-Rocket ist leicht, sehr wendig und für den Einsatz in der City echt optimal. Ob einem ja das Design gefällt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich sag's ganz ehrlich und offen, meins
ist es nicht. Aber dennoch mit 90 km/h auf der Autobahn überholen, in der Stadt wieselflink um die Ecken düsen und das Ganze auch noch umweltfreundlich und nachhaltig. Tja, das hat schon was. Und das Team um eRocket, das habe ich selber in Hennigsdorf festgestellt, ist permanent am Tüfteln, um dieses neuartige Konzept weiter zu verbessern. Und ich bin sicher, da wird künftig noch einiges kommen. Mir fehlt ganz klar ein ABS, aber das kommt ja vielleicht auch bald in der Zukunft.